Wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlouis Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werdet Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk Saarlouis Lux. Heute sprechen wir über eine Kunstform, die lange Zeit unterschätzt wurde, nämlich über Keramikkunst. Zunehmend anerkannt im zeitgenössischen Kunstbetrieb ist die Keramikkunst etwa seit den 1990er bis 2000er Jahren, auch wenn sie bis heute noch mit Vorurteilen kämpft und nicht immer gleichwertig behandelt wird, wie zum Beispiel Malerei oder Installation. Unser heutiger Gast ist Hannelore Seifert. Sie ist Sammlerin, Unterstützerin und Expertin der internationalen Keramikkunst. Und 2023 hat sie einen bedeutenden Teil ihrer Sammlung dem Keramikkunstmuseum Neunkirchen geschenkt. Und da es über zeitgenössische Keramikkunst ganz schön viel zu reden gibt, habe ich die Folge in 2 Teile unterteilt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören des ersten Teils. Eure Verena Feldbausch. Frau Seifert, schön, dass Sie heute Zeit haben, mit mir zu sprechen. Wie hat Ihre Liebe zur Keramik begonnen? Ja, ich würde sagen, ganz klassisch. Ich war schon, im etwas vorgerückten Lebensstadium und habe dann eine Ausstellung gesehen und dachte ich: „Ach, das ist eigentlich auch ganz schön. Keramik, probierst du mal.“ Habe die Künstlerin gefragt, die zufällig anwesend war. Und da sagt sie: „Ja, Sie können nach Dillingen kommen, jede Woche, ich mache Kurse.“ Habe ich gemacht, fing dann an, klassisch mit dem Daumenschälchen und so weiter. Und dann, habe ich mich natürlich mehr für die Materie interessiert, habe mir Bücher gekauft, bin auf Märkte zunächst gegangen und dann, hat sich das immer mehr vertieft. Je mehr ich Namen kannte oder so, bin ich dann auch zu Ausstellungen gegangen. Und hier wir haben ja ein keramisches Zentrum, Hörgrenzhausen ist in der Nähe, wo ein hervorragendes Museum ist. Und, ja, da habe ich mich dann so, immer mehr eingewöhnt und habe dann auch spontan immer gekauft, wenn ich irgendwie ein Stück fand, das mir das besonders gefallen hat oder dachte, das möchte ich gerne haben und Ja. immer angucken. Was hat Sie speziell an der zeitgenössischen Unikatkeramik fasziniert? Also im Gegensatz zu antiker Keramik oder Designobjekten? Schon immer habe ich mich eigentlich schon als junger Mensch für Kunst interessiert, aber auch immer oder fast nur für zeitgenössische. Also, da bin ich am liebsten hingegangen und, das andere hat sich so ergeben. Die Bildung, die kriegt man ja mit. Und bei der Keramik, hatte ich auch keine Vorstellung, was vorher war, in dem Sinne von außergewöhnlich. Man wusste, es gab halt früher eine Zeit, wo barocke Geschirre gemacht wurden und sowas. Aber ich fand halt immer, weil ich das auch selber gemacht habe, interessanter, was so in meiner Zeit geschieht, wie die Leute, was die arbeiten, warum sie es machen. Und vor allen Dingen hat mich zunächst mal die absolute Material- und Ausdrucksvielfalt fasziniert. Und, das Arbeiten mit Keramik ist ja sehr, sehr vielfältig, Mhm. weitaus, vielfältiger, als man das weiß oder normalerweise oder sich vorstellt. Und ja, das fand ich dann interessant. Wann wurde aus der Faszination eine bewusste Sammlertätigkeit? Also gab es einen Punkt, an dem Sie gesagt haben: „Jetzt sammle ich ernsthaft?“ Das ist schwer zu sagen. Also, es gibt einen Punkt, wo ich aufgenommen wurde oder angefragt wurde von der Internationalen Keramikgesellschaft, also AIC, ICA, eine ganz eigene Organisation, die es in der Kunst eigentlich nur bei der Keramik gibt. Nämlich, wo, die weltweit besten, Keramikkünstler verbunden sind. Unabhängig von der Herkunft, aus Afrika, aus China, aus Japan, aus Amerika, aus Europa sowieso. Und, es hatte sich hier zumindest in Deutschland und im europäischen Ausland rumgesprochen, da ist so eine, die kauft immer. Ja. Und also mein Name war so 'n bisschen da schon bekannt. Und, ich bin dann natürlich auch auf diese immer hochwertigeren Arbeiten gestoßen und aufmerksam geworden und dann auch hingefahren. Und ja, und dann haben die dann bei der AEC gesagt, das wäre gut, wenn die bei uns wäre, ne? Ja, schön.
Für mich war das also ich war ganz fasziniert und eine große Ehre, Ja. auch da gefragt zu werden. Und es gibt also, in dieser weltweiten Organisation sind ungefähr 900 jetzt Keramiker und noch mal so knapp 100 Personen, die so dazugehören, Museumsleiter und auch also Leute, die darüber schreiben und so weiter und einige wenige Sammler. Im Mhm. letzten Jahr waren es weltweit 9 Ach, und ich war die einzige Deutsche, die aufgenommen wurde in den AEC. für was steht AIC? AIC/ICA ist die französische Abkürzung für Internationale Akademie der Keramik. Ja. Dankeschön. Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema Keramik als internationale Kunstform. Lassen Sie uns über das Material sprechen, also Ton, Erde, Feuer. Was macht Keramik für Sie als künstlerisches Medium so besonders? Also, als künstlerisches Medium vor allen Dingen die Vielfalt, die Ausdrucksfähigkeit, die auch durch das Material bedingt ist, hm? Es kommt vom feinsten Porzellan her, bis zu richtig grobbem, Ton, der auch dann also, noch Beimengungen hat und der auch in der Oberfläche ganz rau sein kann. Und in dieser Vielfalt, da spielt sich so viel ab. Und ich kann das aus eigener, Anschauung jetzt auch wirklich bestätigen. Wenn man so ein Stück in der Hand hat und man hat nicht gerade einen Auftrag oder so und fängt dann an, da so rumzukneten und da wird man so inspiriert und da kommen wirklich Dinge zustande, von denen man gar keine Ahnung hatte, dass man die in den Händen, im Kopf oder sonst wo hat, ne? Das finde ich also sehr spannend. Und natürlich bei den Stücken, die Sie hier sehen, das sind alles, absolut exquisite Stücke von hervorragenden Künstlern, sehr vielen, Mitgliedern, im AEC. Und die wissen natürlich genau, wie sie umgehen sollen mit den Sachen. Aber trotz alledem, ich habe also hauchfeine Stücke, da und richtig dicke Klumpen. Mhm. Ja. Die Leute haben dann auch meistens in ihren Ausstellungen dieses spezifische Material dann, dass man vielleicht 10 Stücke oder so sieht oder mehr, je nachdem. Mhm. Und ja, dann hat sich das halt so zusammengeleppert. Genau. Also Ihre Sammlung umfasst Werke aus verschiedenen Ländern, Japan, USA, Europa. Wie erleben Sie die internationale Szene der zeitgenössischen Keramik? Gibt es regionale Unterschiede? Auf jeden Fall. Zunächst mal, es gibt insofern regionale Unterschiede, als beispielsweise in Afrika, um das mal zu sagen, überwiegt noch so die Volkskunst, obwohl die ganz modern auch interpretiert wird, also von einigen. Dann, in China ist eine ganz andere Beziehung zur Keramik. Da spielt die Keramik eine ganz große Rolle und, spezielle Verfahren, zum Beispiel Celadon oder spezielle Materialien. Es gibt ein Porzellan, das fast bläulich schimmert, wenn's gebrannt wird. Und in Europa ist es vielfältiger, aber trotzdem also, ist nicht so, dass ich auf 'n Stück gucke und könnte sagen, das könnte aus dem und dem Land sein, Ja. aber man sieht, ja, das sieht europäisch aus. Und noch etwas, was mir immer auffällt, ist, dass zum Beispiel Südkorea, aber auch alle fernöstlichen Stücke, die ich habe, die sind von einer ausgesprochenen, Qualität im Sinne der Ausarbeitung. Und, die Stücke sehen manchmal einfach aus, schlicht, aber die haben dann, wenn man genauer hinschaut, so viel Raffinesse und so viel handwerkliches, Vermögen, dass man denkt: „Das kann doch gar nicht sein, dass man das mit den Händen macht." Ah, toll. Ich gucke Ja. immer auf ein Stück. Ja, ja, genau. Wir gehen gleich noch Ah zu ja. Mhm. verschiedenen, Stücken gehen noch auf verschiedene Stücke ein. Viele denken bei Keramik an etwas Funktionales, eine Tasse, eine Vase. Aber Unikatkeramik ist Kunst. Was unterscheidet ein Kunstwerk aus Ton von einem Gebrauchsobjekt? Aus Ton, meinen Sie Ja. jetzt auch? Mhm. Ja. Ja, nun, zunächst einmal, die Kunstwerke sind einfach unpraktisch zum Gebrauch. Ja. Ich habe aber in meinem Haushalt, ich habe mal so überschlagen, mindestens 80 Stücke im Gebrauch, die also aus Ton sind, die wirklich einen ganz speziellen Ausdruck haben, aber die gemacht sind für das, wozu ich sie benutze. Mhm. Dosen und Teller oder Geschirr auch. Vasen habe ich sehr viele, die ganz außergewöhnlich sind und die mir einfach gefallen, Mhm. und die man so nicht kaufen kann, Ja. wo man sieht, das ist bisschen anders,
2023 haben Sie sich entschieden, einen Teil Ihrer Sammlung dem Keramikkunstmuseum Neunkirchen Stiftung Hannelore Seiffert zu übergeben. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Das ist 'ne schöne Frage. Zu diesem Schritt bewogen hat mich zunächst Frau Nicole Nix-Haug, die Leiterin hier des Keramikkunstmuseums. Wir kennen uns schon sehr lange und ich hatte hier auch mal oben in der Galerie 2 Ausstellungen, mit meiner Keramik. Die erste war wirklich sehr, sehr gut, frequentiert und die zweite ist dann zum größten Teil Corona zum Opfer gefallen, aber sie kannte meine Arbeiten. Sie war auch häufiger bei mir zu Hause und eines Tages hat sie so beiläufig gesagt, ähm: „Hast du schon mal überlegt, was du machst mit deinen Sachen? Könntest du dir vorstellen, dass du da so was im Museum tust oder stiftest?“ Und da dachte ich also: „Geht doch gar also, na.“ Mhm. Am nächsten Morgen einmal drüber geschlafen. Das ist es. Denn ich hatte vorher schon, so an bestimmte Museen einzelne Stücke gegeben, also so 5, 6 Stücke. Ich habe mit meiner Sammlung auch schon in anderen Museen Ausstellungen gehabt, im kleineren Rahmen natürlich. Und dann habe ich immer, Stücke dagelassen und so nach 6, 8 Wochen waren die dann im Depot. Ach ja. Und da stehen die dann jetzt. Mhm, mhm. Für den Fall, dass der, Verursacher dieses Stückes, vielleicht mal selbst 'ne Ausstellung hat, werden die noch mal gezeigt, aber das war's. Und das, finde ich, hat diese Kunstfertigkeit, diese, Liebe und Hingabe und das Können einfach nicht verdient, ne? Wenn die gemacht werden, dann sollten sie auch gesehen werden können. Und das war dann für mich also das war dachte ich: „Klar, das ist es.“ Und ich lebe seit 50 Jahren im Saarland, davon 'ne große Zeit in Neunkirchen gewesen, kenne also hier das Haus sehr gut, das Museum und oben Ja. die Galerien und so weiter. Und da dachte ich: „Ja, ich wohne nicht weit weg. Ich kann, hier immer gucken, was meine Schätzchen machen, wie's ihnen geht, Genau. kleines Schwätzchen halten.“ Und, ja, und da sage ich: „Ja, das ist die Idee.“ Und dann hat sich ja grandios ergeben, die Gestaltung. Ja. Dass der nächste Schritt war, Ja, dass eine Freundin von Ihnen auch noch mal eine großzügige Schenkung gemacht hat. ja, Wie ja. war das? Es war keine Freundin von mir, ich kannte die Dame vorher gar nicht Okay. und die hat einen riesigen Betrag gestiftet, also für meine Verhältnisse. Mhm. Das waren 100.000 € Das ist ja Wahnsinn, ja. und damit war natürlich eine völlig andere Dimension der Mhm. Präsentation möglich. Also, das heißt, der erste Schritt war, Sie haben gesagt: „Ich bin bereit, Ja, einen Teil meiner Sammlung zu zu stiften.“ stiften. Ja, Und der zweite, Part war dann, dass sich eine großzügige Stifterin, Stifterin noch mal die gefunden hat, die die, hat gesagt die hat: „Gut.“ diesen Raum ermöglicht hat, Ja, diese ja, 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 Fläche ja. ermöglicht hat, weil es sind ja, glaube ich, 300 Quadratmeter hier, oder? Ja, 'n bisschen über 300 Genau, Quadratmeter, ja. ja. Und, ich hatte immer gesagt: „Also, ich möchte nicht gerne Vitrinen haben.“ Bei mir stehen die Sachen zu Hause auch Mhm. offen und ich weiß, dass es wichtig ist auch, dass man mal ganz nah rangehen kann, natürlich die Hände aufm Rücken dabei und, sich die Sachen genauer ansehen kann. Und, in der Vitrine man hat dann immer so 'ne gewisse Distanz. Diese überaus großzügige Stifterin, die wurde wohl von dem Herrn Linnenbacher, der hier auch sehr viel von dem Umbau geleitet hat, dazu animiert oder veranlasst, Ja, das zu machen. ja, das ist toll. Welche Werke haben Sie ausgewählt und nach welchen Kriterien? Also, wir haben das so gemacht, Leute aus dem Museum, also Frau Nix-Haug und, jemand anderer noch, sind durchs Haus gegangen und haben gesagt: Das und das und das und das möchten wir haben. Mhm. Und ich hatte ursprünglich an eine Zahl zwischen 100 und 200 gedacht. Und dann haben die gleich Zettelchen geschrieben, also 3, 42 und so, ne? Mhm. Und auf einmal waren wir bei über 400 Stücken. Und das war da fand ich doch 'n bisschen happig, ne? Dachte ich: Ja. „Oh, also das ist ja dann da ist ja gar nix mehr da.“ Wobei ich sagen muss, ich habe also in meinem Haus damals 1.200 Stücke ungefähr gehabt. Es war also nicht so gefährlich. Ja, ja. Und Sie haben dann wirklich die 400, Teile haben Sie dann Gestiftet. dem Museum gestiftet? Ja, ja, also dann wurde das hier
umgebaut. Es waren hier ja ganz anders genutzte Räume. Es wurde eine Beleuchtung geschaffen und dann diese wunderbaren Möbel, auf denen die Sachen präsentiert werden können in allen möglichen Variationen. Wir haben dann gerückt und so, bis das so könnte das sein und an den Wänden, also toll. Ja. Und dann haben wir erst mal 200 Stücke hergebracht und es sind im Moment, glaube ich, 260 Stücke hier. Okay. Und Frau Nix Haug hat mit Frau Dr. Wilhelmus die Präsentation gestaltet. Ich habe vorher bei mir, können Sie sich vorstellen, bei der Menge der Sachen und obwohl ich mein Haus zweimal umgebaut hatte, es war immer noch sehr, sehr, sehr voll. Da war ich also gewöhnt, dass die Stücke doch also recht nah beisammen sind. Und speziell von Frau Nix Haug weiß ich es genau, dass sie sehr großen Wert darauf legt, dass jedes Stück für sich einen einzelnen Umraum hat, wo es für sich alleine betrachtet werden kann. Ja. Und ich musste dann weggehen. Ich dachte mir, das will mir da noch alles hinstellen. Ja, aber dann fand ich das natürlich umso schöner. Nicht? Es ist, also wenn man sieht, dass die Präsentation ist großartig. Ja, nicht? das Es wurde muss man dann auch inhaltlich ein bisschen gegliedert, Gesichter, figürliche Arbeiten und so weiter. Ja, genau, das ist eigentlich meine nächste Frage. Wie war Ah die ja. Zusammenarbeit mit dem Museum? Also, das haben Sie Ja. schon ein bisschen erläutert. Gibt es einen Katalog zur Schenkung und werden die Exponate eigentlich auch regelmäßig ausgetauscht? Weil Sie sagen, jetzt sind 260 etwa präsentiert, aber Sie haben über 400 gegeben. Wie ist da so der Ansatz? Ja, es ist also so, meine innere Bedingung war, dass nichts ins Depot soll. Ja. Und wir haben diesen Raum hier mit 300 Quadratmetern, der also jetzt mit etwa 260 Stücken belegt ist. Und das ist wunderbar. Man sieht jedes einzelne Stück. Es sind etwa noch 170 Stücke bei mir zu Hause. Jetzt haben wir aber beschlossen, dass auf jeden Fall der Rest auch hierher kommt. Es Mhm. gibt eventuell Möglichkeiten, hier räumlich das zu erweitern, dass etwas dazukommt. Und wir werden das also in einer größeren Aktion machen, dass hier ein größerer Teil, also mindestens 150 Stücke ausgetauscht werden. Ja. Ne? Also dass da schon ein großer Wechsel ist. Genau. Und das wird dann auch extra angekündigt. Müssen Sie hier bestimmt 1, 2 Wochen, schätze ich, Ja. mindestens schließen für den Umbau. Und ist ein Katalog vorgesehen? Kataloge hatten wir bei der ersten Ausstellung schon und bei der zweiten, die dann nicht so stark frequentiert war, weil das gleich Anfang 2020, ne, als Corona kam. Es sind 2 Kataloge, die hervorragend fotografiert sind und die stehen zur Verfügung. Da ist also der allergrößte Teil der Stücke ist dann hier in diesen Büchern Genau, das waren 2 vertreten. Kataloge von den Ausstellungen, die schon in der In der Stadtgalerie Galerie. Ja, Neuenkirchen schon stattgefunden ja. haben. Wohin entwickelt sich die Keramikkunst gerade? Sehen Sie neue Tendenzen, vielleicht auch gesellschaftlich oder politisch? Hm. Also, ich habe mir seit 3 Jahren schlage ich mir immer auf die Finger, wenn ich irgendwo hingehe. Ich gehe auch nicht mehr so oft in Ausstellungen, das ist viel zu gefährlich. Aber ich habe natürlich bekomme sehr viel schriftliches Material und die neue Keramik und so weiter, keramische Zeitschriften. Und ich sehe eine Tendenz Mhm. zu einer noch größeren Abstraktion einerseits, zu einer anderen Farbigkeit auch noch, einer größeren Farbigkeit. Und so diese mehr kontemplativen Stücke, die sieht man also, habe ich jetzt noch nicht so stark wahrgenommen. Mir fällt das also wirklich auf, dass sehr abstrakte und wilde Formen mittlerweile in ausgefallenen Farben dann noch Ah ja. Mhm. zu sehen sind. Gibt es gesellschaftliche oder politische, Entwicklungen, die Sie beobachten? Kann ich nicht sagen, dass ich das als Reaktion auf irgendetwas ist. Ja. Es ist ja auch in allen Kontinenten verschieden. Also, grade in China, die laden sehr viele da gibt's zum Beispiel eine Stadt, Jingzhen, wo äh, jedes Jahr 'ne größere Anzahl von Gästen eingeladen wird aus der ganzen Welt. Die arbeiten dort und lassen auch die Sachen dort und stellen dort aus. Und da hat die Keramik einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Da wird auch großer Wert auf klassisches Material gelegt, auf klassische Farben, Celadon oder so. Und wenn die Leute hinkommen, hier aus Deutschland sind wieder eine ganze Menge eingeladen, dann
können sie sowohl in ihrer eigenen Art arbeiten, als auch das nachempfinden oder natürlich umgesetzt in ihre äh, Möglichkeiten, aber so in dem Stil etwas machen. Und ich finde sowas sehr spannend, Ja. sehr, sehr anregend. Nun habt ihr schon ganz schön viel erfahren über die Sammlerin Hannelore Seiffert und wie sie zur zeitgenössischen Keramikkunst kam. Und in der nächsten Folge besprechen wir ganz konkrete Stücke ihrer Sammlung. Und wie immer findet ihr Fotos der besprochenen Werke auf meinem Blog und der Link dazu, den gibt es in den Shownotes. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn Hannelore Seiffert uns erzählt, wie sie ihre Lieblingsstücke gefunden hat. Diese Folge konnte produziert werden dank der Unterstützung des Ministeriums für Bildung und Kultur des Saarlandes. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank dafür. Und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Hannelore Seiffert. Bis dahin, eure Verena Feldbausch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor Lux.